Warum hat jedes Bundesland in Deutschland andere Regeln? Das liegt am, Achtung, schlaues Wort, Föderalismus in Deutschland. Was bedeutet das? Welche Vorteile oder Nachteile hat das? Und was hat der Föderalismus mit dem hier zu tun? Das alles erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Was ist Föderalismus? Föderalismus bedeutet so viel wie Zusammenschluss oder Bund. Es bedeutet, dass ein Land aus mehreren Regionen besteht. Diese Regionen haben eigene Regeln und Aufgaben. In Deutschland heißen diese Regionen Bundesländer. In Deutschland gibt es 16 Bundesländer. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung, die sogenannte Landesregierung. Die Regierung entscheidet über viele Dinge im eigenen Bundesland, zum Beispiel über die Schulen und die Polizei. Denn es gibt in Bayern andere Schulferien als in Berlin. Oder die Regeln für die Polizei in Niedersachsen sind anders als in Hessen. Die Landesregierung kümmert sich auch um Krankenhäuser und Straßen. Es gibt aber auch eine höhere Ebene, die Bundesregierung von Deutschland. Die Bundesregierung kümmert sich um das ganze Land. Sie entscheidet über große Themen wie Außenpolitik und Verteidigung für Deutschland. Bundesländer und Bundesregierung arbeiten zusammen. Sie besprechen wichtige Themen im Bundesrat. Der Bundesrat ist ein Treffpunkt für Vertreter der Bundesländer. Der Bundesrat macht zusammen mit dem Bundestag die Gesetze. Vorteile des Föderalismus. Föderalismus hat viele Vorteile. Zum Beispiel kann jedes Bundesland eigene Lösungen finden. Wenn diese Lösung gut klappt, können sie andere Bundesländer nachmachen. Die Menschen in den Bundesländern haben mehr Mitspracherecht. Das ist wichtig für unsere Demokratie. Denn jedes Bundesland ist anders und das wissen die Vertreter vor Ort am besten. So können sie besser einschätzen, wie man die Probleme vor Ort lösen kann. Außerdem ist es einfacher, etwas in seiner Region zu ändern, statt gleich im ganzen Land. Zudem wird die Macht aufgeteilt. Dazu gleich mehr. Nachteile des Föderalismus. Föderalismus hat auch Nachteile. Manchmal dauert es länger, bis Entscheidungen getroffen werden. Föderalismus ist teuer, denn jedes Bundesland hat seine eigene Regierung und das kostet viel Geld. Es gibt viele Diskussionen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung. Zum Beispiel gab es während der Corona-Pandemie in den Bundesländern unterschiedliche Regeln. Das war wirklich anstrengend, wenn man zum Beispiel mit dem Zug von Schleswig-Holstein nach Bayern reisen musste und mehrere Bundesländer durchkreuzt hatte. Warum gibt es den Föderalismus in Deutschland? Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Föderalismus bewusst ausgesucht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund für den Föderalismus war der Nationalsozialismus. Denn die Nationalsozialisten regierten Deutschland von 1933 bis 1945. Diese Zeit war für sehr viele Menschen in Deutschland schrecklich. Die Nationalsozialisten töteten Millionen von Menschen. Sie machten Deutschland zu einem Einheitsstaat. Das bedeutet, nur wenige Politiker bestimmten alles, was in Deutschland passieren sollte. 1945 verloren die Nationalsozialisten ihre Macht. Etwas später wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Damals entschied man, in Zukunft soll es nicht nur eine einzige Regierung geben, die zu viel zu bestimmen hat. Denn wenn nur wenige Personen viel bestimmen können, können sie das ausnutzen. Deswegen haben im Föderalismus die Bundesländer und der Bund jeweils nur einen Teil der Macht. Dadurch können sie sich gegenseitig überwachen und kontrollieren. Das war unser sehr kurzer Überblick. Jetzt möchte ich von dir wissen,
Kennst du noch andere Beispiele für den Föderalismus in Deutschland? Dann schreib sie gern in die Kommentare. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!